Rita Hayworth ist einmalig. Es gab nie wieder jemanden wie sie. Keine ist wie sie. Entweder man hat oder nicht. Sie war einzigartig. Ein echter Filmstar. Ihre Filme sind eine Inspiration für jede Schauspielerin. Sie tanzte atemberaubend. Sie hatte eine wunderschöne Art, sich zu bewegen, wie keine Schauspielerin vor ihr. Sie war eine normale Mutter. Rita Hayworth, das Pin-Up im Zweiten Weltkrieg. Sie war unabhängig, hat immer gekämpft. Sie war sehr schüchtern. Es macht Mut, wenn man weiß, Rita hat das geschafft. Ihre Karriere muss wiederentdeckt werden. Rita Hayworth, Tänzerin, Hollywoodstar und Sexsymbol. Keine verkörpert mehr den Glamour der 40er Jahre. Sie gilt zu der Zeit als die schönste Frau der Welt. Das macht ihre Filme zu Kassenschlagern und sie selbst zur Love Goddess. Oh wow. Sie wurde für die schönsten Lippen 1945 ausgezeichnet. The most beautiful lips of 1945. The smile too. Das Lächeln, wunderschön. Radiant smile. Ihr Stern geht während des Zweiten Weltkriegs auf. Sie ist das Pin-Up-Girl in den Köpfen der US-Soldaten. Rita Hayworth is picked as the Army's favorite glamour girl. Miss Hayward expresses her thanks by kissing Private Rita als Gilda. Die selbstbewusste Verführerin ist ihre berühmteste Rolle. Die GIs schmücken 1946 mit ihrem Bild eine der ersten Atombomben. Eine Anerkennung, die ihrem damaligen Mann, dem Regisseur Orson Welles, gar nicht gefällt. I'm sure you won't need to be told that Miss Hayworth is not one to use such a thing or to hold it as anything less than a very hideous conceit. Her fate is not on the atom bomb then by her own choosing, but by election of the flyers who will drop the bomb and who are clearly the business according to their tastes. Ihr Glanz verbirgt eine Kindheit voller dunkler Momente und ihr wahres Talent als ernste Schauspielerin. Von der eingeschüchterten Ehefrau ihres ersten Mannes Ed Judson, die nur dann in Gesellschaft spricht, wenn er es erlaubt, kämpft sie sich ganz nach oben. Hin zur starken Frau Hollywoods. Manche halten sie gar für eine Feministin. Sie war ihrer Zeit auf jeden Fall voraus. Sie gab sich nicht mit der Besetzungscouch ab. Um ihre Karriere zu beschleunigen, tat sie nichts, was sie später bereut hätte. Viele Frauen würde Ritas Geschichte faszinieren, wenn sie kennen würden. Sie hatte keine Vorbilder. Sie hat gekämpft, ohne zu wissen, wie es geht. Sie war eine moderne Frau, auch wenn sie das vielleicht nicht wusste. Zwischen femme fatale und schüchterner Frau, die die Öffentlichkeit am liebsten meidet, schwankt ihr Leben zwischen den Extremen. Später verliert sie die Kontrolle über sich selbst und fällt einer tückischen, bis dahin unbekannten Krankheit namens Alzheimer zum Opfer. Es ist so unfair, wie die Dinge am Ende ihren Lauf nahmen. Sie war eigentlich so lebensbejahend. Das Archiv der Oscar Academy bewahrt Filmgeschichte. Hier liegen viele Fotos und Dokumente, auch aus der Zeit von Rita bei Columbia Pictures.
In den 50er Jahren ist auch Constance Towers dort unter Vertrag. Beide haben ihre Spuren hinterlassen. Meine Unterschrift hat sich nicht verändert. Und da ist Ritas. Und unsere Lippen sehen auch fast gleich aus. Diese Bilder erinnern mich daran, wie anders es damals war. Das Studio hat sich um die Schauspieler gekümmert. Jeden Tag kam man zur selben Zeit ins Studio, ging zum Schließfach und dann zum Schauspiel-, Gesangs- oder Tanzunterricht. Sie haben dich vorbereitet, sich um dein Image gekümmert. Auch bei Rita Hayworth, der Göttin. Das war ihr Image. Der Filmproduzent Harry Cohn ist der Mann, der das Bild von Rita kreiert. Er gründet Columbia Pictures und ist bis zu seinem Tod der Boss. Mr. Cohn, so nannte ich ihn immer. Das war ein wahrer Mogul, ein Tyrann. Jeder hatte Angst vor ihm. Er hatte immer das letzte Wort. Und er hat Rita Hayworth zu einem großen Star gemacht. Nachdem sie in Covergirl gespielt hat, ein Riesenerfolg, hat er mit ihr einen Vertrag abgeschlossen. Sie sollte nur noch einen Film pro Jahr machen. Er wollte, dass das Publikum dem nächsten Film entgegenfiebert. The girl who will be on the cover of Vanity's 50th anniversary number. The cover girl's face can unlock any door in this town. Well, he might not even like me. Ever see a man that didn't? How do you feel about selling? Bei Covergirl spielt Rita die Rolle eines Showgirls, das aufgrund seines hübschen Gesichts Karriere macht, dabei aber nicht glücklich wird. Die Geschichte könnte ihre eigene sein. Das Filmmusical verhilft Gene Kelly zu seinem endgültigen Durchbruch und etabliert Rita als Glamour-Königin. That's pretty. That's very, very pretty. Auf die große Bühne, tanzen und spielen. Ein Traum, für den hier alle alles geben, im Broadway Dance Center in New York. Gleich um die Ecke übt auch Rita ihre ersten Tanzschritte ein. Die Tanzschule existiert heute nicht mehr. Sie lernt von ihrem Vater, Eduardo Cancino. Er ist von Sevilla nach Brooklyn ausgewandert. Ihre Herkunft liefert Fred Astaire Inspiration für die Choreografien in ihrem ersten gemeinsamen Film. Ende der 30er Jahre ist er schon ein großer Star in Hollywood. Das Tolle ist, dass er für sie spanische Tanzschritte integrierte. Er hat mit ihrem Vater Eduardo im Vaudeville gearbeitet und wusste, wo sie herkam. Ihren spanischen Background hat er genutzt. Das sieht man in ihren Tanznummern. Ich liebe diese Stellen. Im Film You'll Never Get Rich mixt Fred Astaire einmalig und nur für sie Flamenco- und Rumba-Elemente. Die Kombination dieser beiden Tanzstile ist bis heute einzigartig in den Filmen der beiden. Es gilt als eines seiner besten Tanzduette. Als kleiner Junge kannte ich Fred Astaire ziemlich gut. Er sprach immer von ihr. Sie war seine liebste Tanzpartnerin. Er fand sie wirklich großartig. Richard Hines hat als Tänzer und Choreograf die Welt gesehen. Er unterrichtet die Musicalklassen am Broadway. You're cool, you're cool, you're cool. Hey, back, back, hey, hey. Die Leichtigkeit der Rita Hayworth ist bis heute unerreicht, sagt der New Yorker. Fantastisch.
Diese Art zu tanzen sieht man kaum noch. Was daran so toll ist, es sieht so einfach aus. Trotzdem gibt es da eine Kraft und Kontrolle in Ritas Bewegung. Man könnte ein Foto machen, egal wann, bei jedem Schritt. Und es würde perfekt aussehen. Es kommt von innen und dann ist sie auch noch wunderschön. Man fühlt sich so leicht, als würde man selbst tanzen. Es macht Spaß zuzusehen. Sie hat eine Verbindung mit ihrem Tanzpartner, dem Zuschauer und der Kamera. Man will ein Teil davon sein und Rita lässt dich teilhaben. Meine Mutter liebte es zu tanzen. Zu Hause hat sie ihre Kastagnetten rausgeholt und getanzt. Sie hat Musik angemacht und ist herumgewirbelt. Das hat sie geliebt. Ritas Großvater hat eine Flamenco-Tanzschule in Spanien. Ihr erstes Paar Kastagnetten bekommt sie von ihm. Es bleibt ihr Lieblingsinstrument. Im Film Loves of Carmen setzt sie zum ersten Mal ein. Es ist auch der einzige Film mit ihrem Vater, den sie dafür als Choreografen engagiert. Die Filmemacher reduzieren sie in dieser Einstellung dennoch mehr auf ihre Rolle als Verführerin. Rita Hayworth wird als Margarita Carmen Cancino in Brooklyn geboren. Sie wächst dort mit ihren 2 kleineren Brüdern auf. Ihr Vater Eduardo arbeitet als Tanzlehrer und erkennt schon früh das Talent seiner Tochter. Er nimmt sie mit 12 Jahren von der Schule und macht sie zu seiner Partnerin. In jeder Hinsicht. She had suffered severe abuse. Ihr Vater misshandelte sie bis zu ihrem 16. Lebensjahr. Sie konnte entkommen, indem sie heiratete. Doch der tägliche Missbrauch durch ihren Vater hatte sie gezeichnet. Sie sind nicht als Vater und Tochter aufgetreten, sondern als Mann und Frau. Er hat sie dazu gezwungen und nach den Auftritten in der Garderobe eingesperrt, während er das Geld, das sie verdient hatten, verspielte. Die schreckliche Geschichte einer Frau, die nie eine Kindheit hatte. 3 Jahre tingeln sie durch Clubs und tanzen als The Dancing Cancinos auf Vergnügungsschiffen, bis Margarita 16 Jahre alt ist. Ich habe nur eine vage Erinnerung an ihren Vater. Sie hat es mir nie gesagt, aber ich weiß, dass sie nicht glücklich über ihn war. Sie hatte ein schweres Leben. Sie hatte eine Wut in sich, die sie unterdrückt hat. Sie wollte akzeptiert werden und hat sich für den Missbrauch geschämt, fühlte sich bestraft. Wenn ich daran denke, wie sie gelitten hat, berührt mich das sehr. Infolge des Missbrauchs und der geringen Schulbildung ist Margarita praktisch Analphabetin. Das macht sie in den kommenden Jahren furchtbar schüchtern und im hohen Maße unsicher. Ich glaube, durch ihren ersten Ehemann wollte sie ihrem Vater entkommen. Er hat viel für ihre Karriere getan, aber er war auch jemand, der sie ausnutzte. (1937) heiratet der 41-jährige Geschäftsmann Ed Judson die 18-jährige Margarita. Für ihn ist die junge Frau seine Eintrittskarte nach Hollywood. Wie ihr Vater sieht Judson sie als eine Investition. Er zieht im Hintergrund die Fäden, die später einer der mächtigsten Männer Hollywoods aufnimmt, der Columbia-Studioboss Harry Cohn. Diese Männer verändern Ritas Erscheinungsbild und ihren Namen. In den kommenden Jahren versuchen sie, ihre spanischen Wurzeln nahezu unsichtbar zu machen.
Man hat ihr die Verwandlung nie vorgeworfen. Rita wurde für ihr Talent und für ihre Wurzeln verehrt. Als wir mitbekamen, dass ihr Name Margarita Carmen Cancino war, war das eine Art Erleuchtung. Es hat uns total gefreut. Denn damals konnten wir nicht häufig sagen, das ist jemand, der aus meiner Kultur stammt. Spätestens mit Blood and Sand manifestiert sich ihr Mythos als femme fatale. Rita Hayworth as Doña Sol. Die 22-Jährige spielt darin eine verführerische Ehebrecherin. Ihre sinnliche Ausstrahlung und ihre Art, sich zu bewegen, bescheren Rita diese Rolle. Juan Gallardo, Spain's greatest matador, adored by women, envied by men. The audience wants to be able to identify with the leading Die Zuschauer wollen sich wiedererkennen. Lateinamerikanisch oder Spanisch zu sein, hat da immer etwas Gefährliches. There is a slight aura of danger. Es gibt da eine Kraft, ein Feuer bei Lateinamerikanerinnen, mit dem sich eine nordamerikanische Frau nicht identifizieren kann. A fire that the American woman could not identify with. Um Rita zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen, muss also eine Verwandlung zur klassischen amerikanischen Schönheit her. Dafür ist vor allem ein Mann zuständig, der Hollywoods Maßstäbe dafür prägt. Max Factor was the magic hands and brain and eyes. Max Factors magische Hände und sein Können haben Rita Hayworth neu erschaffen. Genauso wie er all die anderen Stars erschaffen hat. Er hatte ein Vermessungsgerät mit kleinen Schrauben und Federn, um die Symmetrie oder die Asymmetrie eines Frauengesichts zu bestimmen. Das machte Max Factor auf Wunsch von Harry Cohn. Cohn machte aus Rita den Prototyp einer amerikanischen Schönheit. Um für Hollywood weniger ethnisch auszusehen, wird ihr Haaransatz angehoben, in einer monatelangen qualvollen Prozedur per Elektrolyse. Und ihre Haare werden aufgehellt. Die Kino-Ikone ist geboren. Right now, Margarita Carmen. Heutzutage würde Margarita Carmen Cancino immer noch keine gute Rolle bekommen, selbst wenn sie noch so schön wäre. Fragen Sie Jennifer Lopez oder irgendeine andere Lateinamerikanerin, wie es ist, im Showgeschäft zu arbeiten. Sie werden sagen, es ist sehr hart und wir haben keine gerechten Bedingungen, obwohl sie die haben sollten. Sie sind Top-Schauspielerinnen. Es macht mich stolz zu sehen, was Rita in ihrem Leben erreicht hat. Und dann zu wissen, dass sie auch noch eine brillante Künstlerin war und Latina. Mein Gott, da kommen mir die Tränen vor Glück. Sie ist die Beste. She's my favorite. Oh, I think it is so breathtaking. Das hier ist atemberaubend. Dieses Foto war im Esquire-Magazin. Es war das bekannteste Pin-Up. Die Soldaten haben dieses Bild geliebt. So sehr, dass sie es auf eine der ersten eingesetzten Atombomben geklebt haben. Das hat sie sehr geärgert. Sie wollte Liebe verkörpern, nicht Schmerz. Rita ist als Pin-Up-Girl ein beliebtes Motiv der 40er Jahre. Diese Bilder sorgen nicht nur für Schlagzeilen. Ein Foto verändert auch ihr Leben. Dieses wunderschöne Foto im Life-Magazin, auf dem sie auf dem Bett sitzt. Orson Welles hat das Bild gesehen und gesagt, ich werde diese Frau heiraten. Und das hat er dann auch. Dieses Pin-Up-Foto hängt damals nicht nur bei Soldaten im Spind. Auch heute wird dieses ikonische Bild noch kopiert. Zuletzt von der Schauspielerin Amy Adams. Für die 25-jährige Rita ist diese Aufnahme auch der Beginn ihrer größten Liebe.
Zu ihm, Orson Welles, ein junger, aufstrebender Filmemacher. Sein erster Film, Citizen Kane, läuft zu der Zeit gerade an. Der 27-Jährige ist besessen von Rita. 5 Wochen lang telefoniert er ihr hinterher. Seine Hartnäckigkeit imponiert der jungen Schauspielerin. Die Hochzeit folgt kurz darauf. Die Presse titelt The Beauty and the Brain. Orson Welles did love Rita Hayworth. Orson Welles hat Rita Hayworth geliebt. Er war verrückt nach ihr. Er war der einzige Mann, der sie glücklich gemacht hat, weil er sie nicht ausnutzte. Und sie konnte mit ihm reden, obwohl sie immer wegen ihrer fehlenden Bildung sehr unsicher war. Er hat das verstanden. Orson Welles war der geborene Lehrer. Orson Welles was a born teacher. They were magic. They were magic. You know, sie hatten etwas Magisches. Wenn ich die beiden zusammen sah, konnte ich ihre Energie, eine Art Elektrizität, förmlich spüren. Sie hatten richtig Feuer. Die gemeinsame Tochter Rebecca wird nur ein Jahr später geboren. Das Glück scheint perfekt. Doch die Liebe der beiden ist wie ein Wirbelsturm. Sehr heftig und von kurzer Dauer. Orson Welles hat nebenbei viele Affären. So sehr Orson Welles sie auch verehrte, sie war eifersüchtig, obwohl das vielleicht unbegründet war. Immer wenn er von zu Hause weg war, hat sie ihm vorgeworfen, untreu zu sein. Er sagte, er war es nicht. Aber ihre Eifersucht hat ihn praktisch dazu getrieben. Wahrscheinlich wäre es sowieso passiert, denn er war schon ein Frauentyp. Es war eine schwierige Beziehung für beide. Sie war verrückt nach seiner Intelligenz, weil sie sich meist sehr unsicher fühlte. Sie hielt sich selbst für ungebildet und sie hatte in Gesellschaft kein Vertrauen, sich richtig auszudrücken. Und dann ist da dieses Genie, das druckreif spricht. Aber er war kein treuer Ehemann und es gab viel Leid deswegen. Aber sie hat oft gesagt, dass er die Liebe ihres Lebens war. Ritas Unsicherheit treibt Orson immer weiter weg. Es bleibt eine On-Off-Liebe und es bleibt ein gemeinsamer Film. Der Thriller Die Lady von Shanghai. Orson ist Regisseur und Darsteller zugleich. Er macht aus Rita eine kaltblütige Verführerin mit blonden Haaren. Es gibt da diese Legende zur Beziehung zwischen Orson Welles und Rita Hayworth. Sie lautet, nimm ihr die Haare und du nimmst ihr die Macht. Sie war ein größerer Star als er. Und ich bin sicher, das ärgerte ihn. Er hat sie um ihren Ruhm beneidet. Und der einzige Weg für ihn war, ihr die Haare abzuschneiden. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Orson Welles so dachte. Er war größer als das und hat nie so in Hollywood mitgespielt. Ich glaube nicht, dass er so über ihren Ruhm dachte. Er war ja selbst berühmt. Das Publikum verzeiht Rita Hayworth den Imagewechsel nicht. Der Film ist damals ein Flop. As a matter of fact, you and Michael O'Hara have kissed each other, haven't you? Das ist der Film, der auch noch in 50, in 70, 80 Jahren gezeigt werden wird. Von Lehrern, wie ich einer bin. Das ist der eine Film von ihr, der bleibt. Und das verdankt sie ihrem ehemaligen Ehemann Orson Welles. Er hat die Regie geführt. Und ich finde, das ist einer der besten Filme, die ich jemals gemacht habe. Ich habe sogar bei einer seiner Szenen Regie geführt. Er sagte, du schaust mir zu und führst Regie. Also habe ich das gemacht. Und er sagte, schau mir zu, wie ich spiele und sag mir, ob es richtig oder falsch ist. Als er mit seiner Szene durch war, sagte er, also Mama, ich war ja mit ihm verheiratet, was meinst du? Und ich sagte, du hast übertrieben. Können Sie sich vorstellen, wie ich ihm das gesagt habe? Noch bevor der Film 1947 in die Kinos kommt, trennt sich Rita von Orson Welles.
Sie wünscht sich mehr Nähe und beweist Stärke, indem sie sich seine Seitensprünge nicht mehr gefallen lässt. Er hat sie vergöttert. Und in einem seiner letzten Interviews hat er darüber gesprochen, dass er nie jemand Entzückenderen getroffen hat. Er war sehr traurig, als ihre Ehe endete. Und ich glaube, das war auch eine der größten Enttäuschungen in ihrem Leben. Der private Schicksalsschlag wird überlagert von ihrem größten Erfolg, die Rolle der femme fatale Gilda. Rita leidet lange unter dem Gegensatz von Persönlichkeit und Image. Diese Widersprüchlichkeit und ihr Glamour sind auch heute noch exemplarisch und werden in zeitgenössischen Produktionen aufgegriffen. Wie hier zu sehen in einer Folge der 2019 veröffentlichten Amazon Prime-Serie Modern Love. Anne Hathaway spielt eine bipolare Frau, die aufgrund der Erinnerung an Ritas Geschichte der eigenen Zerrissenheit verfällt. Here was pure joy. Hollywood at its absolute shameless best. Every hair in place, every move a picture, not a step wrong. Then I remembered an oft-quoted line by Rita Hayworth. Every man I knew went to bed with Gilda and woke up with me. And I felt very sad. Anybody who sees her Wenn Sie im Film Gilda sehen, wie sie von unten ins Bild kommt und ihr Haar zurückwirft und wie sie Put the Blame on Mame singt, da kann man nur wow sagen. Ich habe da diese wunderschöne Frau gesehen und wie sie tanzt. Ich war wie in Trance. Und dann zieht sie diesen Handschuh aus. Das haben wir noch jahrelang nachgemacht. Ritas Performance war Vorbild für ganze Generationen von Schauspielerinnen, von Frauen. Das löste sie mit dieser ikonischen Szene aus. Die Frauen seien an allem schuld, singt die Nachtclub-Sängerin Gilda. Und jeder versteht, wie es gemeint ist. Rita wird damit zur amerikanischen Sexgöttin. Der Film kommt 1946 in die Kinos. Aufgrund der damaligen Zensur in Hollywood durften jedoch die erotischen Elemente nur angedeutet werden. Und das macht die Handschuhszene so wirkungsvoll. Because it's too sensual. Das war zu sinnlich, als würde sie strippen. Aber irgendwie war es doch nur ein Handschuh. Den Zensoren war jede Art von Sexualität ein Dorn im Auge. Darum hätte man Gilda auch nicht während des Zweiten Weltkriegs drehen können. Das hat sich geändert, als die Soldaten zurückkehrten. Bis dahin musste alles blitzsauber sein. Schließlich sollten die Soldaten nicht daran denken müssen, dass die Ehefrau einen vielleicht betrügen könnte. Es gab quasi keinerlei Sexappeal im Kino. Gildas Eigenständigkeit macht sie auch zu einer modernen Frauenfigur des damaligen Hollywood-Kinos. What did you say to him? I just told him if a man answers, hang up. Didn't you hear about me, Gabe? If I'd been a ranch, they would have named me the Bar Nothing. There never was a woman like Gilda, or a picture like Gilda. Columbia's outstanding screen triumph, starring Rita Hayworth, with Glenn Ford. That's what I told Val, and that's what you're going to tell him. Making me deceive my husband. I got some news for you, Gilda. He didn't just buy something. He's in love with you. One man bought Gilda, another hated her and hungered for her. I hate you too, Johnny. I hate you so much that I think I'm going to die from it. Darling. Gilda, inflaming men's hearts with a kiss. Hinter den Kulissen sieht es ganz anders aus. Für Rita ist es kein leichter Dreh, weil währenddessen ihre Ehe mit Regisseur Orson Welles zerbricht. Zudem macht ihr die Kontrollsucht von Studioboss Harry Cohn zu schaffen. Der unterstellt Rita eine Affäre mit ihrem Filmpartner Glenn Ford. Harry had a thing for Rita. And he put a bug into their dressing room to record. And of course, Harry hatte ein Faible für Rita. Irgendwann hat er Abhörwanzen in ihrer Garderobe installieren lassen. Klar, dass mein Vater und Rita davon wussten, denn sie kannten den Tonmann am Set gut.
Das haben sie genutzt, um Harry Cohn eins auszuwischen. Sie haben also extra Dinge gesagt wie "Oh Glenn, oh mein Gott, Glenn." Und das hat Harry in den Wahnsinn getrieben. She would say things like, "Oh Glenn, oh my gosh, Glenn," and she would that sort of, the repartee and it used to drive Harry crazy. Ich habe von ihm gehört, aber ihn nie getroffen. Er war ein Monster. Angeblich wollte er Rita nur für sich haben, mit ihr schlafen, was sie niemals getan hätte. Und er war wütend darüber, dass sie immer wieder mit anderen Männern anbandelte. Er war einfach ein Monster, ähnlich wie Harvey Weinstein. Ich habe gehört, dass sie sich ihm verweigerte. Sie hat ihm absolut klar gemacht, dass er nie eine intime Beziehung mit ihr haben würde. Er war klug genug zu erkennen, dass er mit Rita Hayworth eine Ware hatte, die ihm Geld brachte. Also respektierte er sie. Der Film Gilda bringt Columbia Pictures an den Kinokassen fast $4 Millionen ein. Für die damaligen Verhältnisse ein großer Erfolg. Das verruchte, sexy Image der femme fatale Gilda soll sie aber ihr ganzes Leben lang verfolgen. Mehr denn je wünscht sich Rita ein intaktes Familienleben. Sie kann Orson nicht loslassen und sucht immer wieder Orte auf, an denen sie ihm begegnen könnte, und reist dafür auch nach Europa. Dort lernt die 30-Jährige dann aber den Prinzen und Playboy Ali Aga Khan kennen. Der hat schon länger ein Auge auf sie geworfen. Der Prinz lässt eine Party für sie organisieren und weicht dort keine Sekunde von ihrer Seite. Jeder hat gedacht, mein Gott, der Traum eines jeden Mädchens ist, Prinzessin zu werden. Er war ein sehr attraktiver, aufregender Mann. Ich habe ihn einmal in New York getroffen. Er hatte die Nervosität eines Rennpferdes, wenn er in den Raum kam. Das war sicherlich aufregend für sie. Wir haben alle darüber gesprochen. Ihr Leben war für uns das, was wir uns erträumten. Kind of the ultimate goal in life. Just before Rita married Prince Ali, she really was not sure about Prince Ali. Kurz bevor Rita Prinz Ali heiratete, war sie verunsichert. Sie wusste, dass er ihr untreu sein würde oder schon war. Also traf sie sich mit Orson Welles in Rom und flehte ihn an, zu ihr zurückzukommen. Und das kurz vor der Hochzeit. Sie und Orson Welles haben die Nacht zusammen verbracht, aber dann sagte er zu ihr: Ich habe jetzt eine andere Frau, und sie war am Boden zerstört. Orson ging und sie heiratete bald darauf Prinz Ali. And she married Prince Ali the very next day. The small village of Valari near Cannes suddenly comes into the news as guests pour in for the wedding of a Muslim prince and a Hollywood actress. The Aga Khan and the Begum, having approved the match, arrive at the town hall, where Miss Margarita Carmen Cancino, rather better known as Rita Hayworth, is to be made one with the dashing young Prince Ali Khan. Rita is wearing a gown of ice blue crepe with matching tulle-trimmed hat. The prince, that look all bridegrooms wear. Bereits ein halbes Jahr nach der Hochzeit wird die gemeinsame Tochter Yasmin Aga Khan geboren. Rita Hayworth ist nun Prinzessin Rita und glaubt sich am Ziel ihrer Träume als Mutter und Ehefrau. Ich würde gerne glauben, dass sie zunächst glücklich war, als sie Prinz Ali heiratete. Sie verließ Hollywood und zog nach Europa, um bei ihm zu sein. Und obwohl sie nichts über Pferde wusste, er war ein großer Pferdenarr, ging sie mit ihm auf die Rennstrecke, versuchte das zu einem Teil ihres Lebens zu machen. Sie hat sich wirklich bemüht, dass die Ehe funktionierte. Glamorous Rita, after years as a Hollywood princess, is fast learning to be a princess in real life. While her fiancé takes an early morning trial gallop, Miss Hayworth relaxes. Die Ehe ist auch Ritas Versuch, dem Filmgeschäft, dem Diktat des Studiochefs Cohn und der Öffentlichkeit zu entkommen. Das Erste, woran ich mich erinnere, sind Fotografen. Menschenmengen um meine Mutter herum. Meine Mutter, die mich beschützen will. Es war angsteinflößend.
Da wusste ich, sie ist wichtig, er ist wichtig. Ali liebt die Öffentlichkeit, das Rampenlicht und will sich mit Rita in der High Society zeigen. Die Tochter des Schauspielers Gary Cooper erinnert sich an die Freundschaft zwischen Rita und ihrem Vater. That's a nice one. My parents, they knew Ali Khan. Meine Eltern kannten Ali Khan. Ich weiß noch, wie sie arme Rita sagten. Arme Rita, dass sie in dieses Leben gezogen wird. Und sie dachten, dass es nicht leicht für sie würde. Und das wurde es auch nicht. And it wasn't. And it wasn't. Mein Vater wusste, wie Marilyn Monroe behandelt wurde. Und es hat ihn wahnsinnig gemacht, weil auch sie nur von den großen Jungs herumgeschubst wurde. Ich glaube, mein Vater hat wirklich gefühlt, wie verletzlich Rita war. Das riesige Medienecho auf ihre Ehe erdrückt Rita immer mehr. Doch bevor es zum Bruch kommt, verkünden beide, dass sie auf eine zweite Hochzeitsreise gehen. Eine Safari soll ihre Ehe retten. She had left Prince Ali on a safari. Sie hat Prinz Ali auf einer Safari in Afrika verlassen, weil er ihr andauernd untreu war, Karten spielte und Geld verlor. Ihr Geld für sein Glücksspiel. Das hat sie auf die Palme gebracht. Es war ein Albtraum für sie. Also verließ sie ihn heimlich mit dem Baby und ging nach New York. Hayworth kehrt nach Amerika zurück. 3 Jahre lang hat sie keinen Film gedreht. Die Presse feiert die Rückkehr der Love Goddess. Rita erklärt: I'm thrilled to be back home again. Schön, wieder zu Hause zu sein. Vielen Dank. For the very warm reception that you all have given me. And of course I'm most anxious. Ich bin gespannt, wie meine Kinder Amerika finden werden. Und das Erste, was ich jetzt mache, einen Hotdog essen. In New York muss Rita zunächst die Scheidung von Prinz Ali einreichen. Sie braucht Unterstützung eines Anwalts und sucht Bartley Crum auf. Seine Tochter Patricia, damals 16 Jahre alt, erinnert sich an den ersten Besuch. Das ist wahrscheinlich die lebendigste Erinnerung meiner Kindheit. Es regnete, die Türklingel ging, ich öffnete und da stand sie. Es hat mich umgehauen. Sie trug kein Make-up, sie hatte ein Hemd an. Ich erfuhr später, dass es Orson Welles gehörte. Sie sagte ganz schüchtern: Ich bin Rita. Und ich sagte: Ich weiß, dass Sie Rita Hayworth sind, kommen Sie rein. Ich rief meinen Vater, der rannte die Treppe runter und ich wusste, das war's. Rita Hayworth ließ sich von Prinz Ali Khan scheiden. Rita verlangt dabei für sich kein Geld, nur Unterhalt für Jasmin. Eine wesentliche Frage bei der Trennung bleibt aber ungeklärt. An wen geht das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter? Rita hatte Angst, dass er versuchen würde, sie zu entführen. Schließlich war sie eine Thronfolgerin. Und so begann ein langer Kampf, der sage und schreibe 7 Jahre anhielt. Am Ende bekommt Rita das Sorgerecht zugesprochen. Sie kann so einen Teil der Familie zusammenhalten. Das Glück, nach dem sie schon so oft gesucht hat, findet sie auch bei Prinz Ali nicht. Man kann es in ihren Augen sehen, auf Fotos, in Filmen. Sie hat ihren Glanz verloren. Als sie erkannte, dass sie womöglich nie eine Liebe finden wird, die ein Leben lang hält, war das für sie sehr hart. Rita ist nun 35 Jahre alt, zum 3. Mal geschieden und muss wieder Geld verdienen. Zurück zum Film, zurück zu Harry Cohn. In Affäre in Trinidad spielt sie wieder mit Glenn Ford, kommerziell erfolgreich, obwohl nur ein Abklatsch von Gilda. Sie hat wieder ihr Auskommen in Hollywood. Ihre Sehnsucht nach einer glücklichen Partnerschaft bleibt aber unerfüllt, bis der Schlagersänger Dick Haymes auftaucht.
Das war ein grausamer Abschnitt in ihrem Leben. Dick war ein Schlagersänger. Sie heirateten. Er war Trinker und im Grunde waren sie Saufkumpane. Er hat sich nicht viel gekümmert, wollte Rita aber immer für sich haben. Er war sehr egoistisch und schließlich hat sie ihn rausgeschmissen. Nach weniger als 2 Jahren trennt sie sich von ihm. In der Zwischenzeit wird sie zunehmend von jüngeren Schauspielerinnen verdrängt. Aber nach der Scheidung steht sie vor dem Nichts und muss erneut zurück ins Filmgeschäft. In ihrem letzten Columbia-Film vollzieht Rita dann einen Imagewechsel. Sie spielt eine ältere Witwe, die den von ihr geförderten, von Frank Sinatra gespielten Sänger Joey letztlich an ihre jüngere Rivalin verliert. That's why the lady is a tramp. This is the master suite. By the way, where is the master? My husband died 2 years ago. And no cracks. After all, 2 years is a long time between drinks. Mit dem Abenteuerfilm Fire Down Below, in dem Jack Lemmon und Robert Mitchum um ihre Gunst buhlen, spielt Rita Hayworth ihre letzte große Rolle als begehrte Frau. Es gibt eine großartige Szene in einem nicht so tollen Film von 1957, der Fire Down Below heißt. Sozusagen ihr Credo für die kommenden Jahre. Sie sagt zu Jack Lemmon: Ich bin abgenutzt. Ich komme aus dem Nichts und ich gehe dahin zurück. Als würde sie über Schönheit sprechen, die nicht mehr schön ist. Das wurde die Überschrift für ihre späteren Filme. I'm no good. I'm all worn out. I've been passed from hand to hand. I've had to submit to things that nice young American boys couldn't conceive of in their wildest nightmares. What's extraordinary about Rita Hayworth? Außergewöhnlich an Rita Hayworth ist, und das ist, glaube ich, einmalig, wenn man an glamouröse Filmstars denkt, sie ist vor der Kamera auf eine Art, die auch ein Leben hinter der Kamera offenbarte. Und dass dieses Leben auch hart war. Sie ist vor der Kamera gealtert. Sie war ehrlich und mutig genug, diese Wahrheit, ihre Wahrheit zu zeigen. Ihre späten Rollen sind so ehrlich und enthüllend und zugänglich, dass jeder, der an Schauspielerei interessiert ist, sich die späte Rita Hayworth ansehen sollte. Auf der Suche nach Rollen, die ihr dabei helfen sollen, mit nun 40 Jahren endlich ins ersehnte Charakterfach zu wechseln, hilft ihr 5. und letzter Ehemann James Hill. Der Filmproduzent verschafft ihr eine Rolle in dem starbesetzten Ensemblefilm Separate Tables. Unter der Leitung des Regisseurs Delbert Mann spielt Hayworth ein ehemaliges Modell, das mit dem Altern hadert. If all I wanted to do was make my husband a slave, why would I have chosen you and not the others? You were reaching into another class. Für Delbert Mann ist der Film der Durchbruch als Regisseur, mit insgesamt 7 Oscar-Nominierungen. Sein Sohn Fred Mann erinnert sich an die Begeisterung seines Vaters für Rita. Ein tolles Foto. Mein Vater hat Rita bewundert und meinte, dass sie zu diesem Ensemblestück einen wichtigen Teil beitrug. Dass sie nicht versuchte, die Show zu stehlen und dass er das sehr schätzte. Sie war eine kluge Schauspielerin, die immer spürte, wenn die Kamera auf sie gerichtet war. Rita war zurückhaltend und würdevoll und das dachte auch mein Vater von ihr. Er meinte, es war wunderbar, mit ihr zu arbeiten und bei Gesprächen an unserem Esstisch wurde nicht jeder mit so einer tollen Kritik bedacht. Von da an überzeugt sie die Kritiker immer mehr mit ihrer darstellerischen Leistung. Ihr nächster Film gehört zu den besten ihrer Karriere. Rita verzichtet während der Dreharbeiten komplett auf Glamour und große Maske. Major, are you married? No. Then it must have been quite a while since you've had a woman. I'd like to offer myself.
Saints living in the desert? Oh my God. They tried to rape me and blackmail you. It tells of one man who sought courage and found it where he least expected it, in himself. You're the bravest man I've ever known. So you see her growing old on camera. Man sieht sie also vor der Kamera altern. Keine andere Filmgöttin hat sich vorher so der Öffentlichkeit preisgegeben und gezeigt, wie es ist, älter zu werden. Nicht mehr so berühmt zu sein, nicht mehr so gefragt zu sein. Das ist auch ihr wichtigstes Erbe als Filmstar. Es wird zu wenig anerkannt und darüber gesprochen. As a movie star, it's too little acknowledged and talked about. Nur 2 Jahre nach dem Western von 1959 gibt es bei Rita die ersten Anzeichen von Alzheimer. Dennoch dreht sie noch bis Anfang der 70er Jahre Filme. Der Absturz der Rita Hayworth findet über den Wolken statt. Mit ihrem damaligen Manager ist die 58-Jährige auf dem Weg nach London. Ihr seltsames und teilweise aggressives Verhalten findet dort ihren traurigen Höhepunkt. All of a sudden, you could see her eyes beginning to dilate. Plötzlich konnte man sehen, wie ihre Augen sich weiteten und sie stand auf und war eine andere Frau. Es war nicht die Rita Hayworth, mit der ich zusammensaß. Sie fing an, die Stewardess anzuschreien und versuchte, sie zu schlagen. Es machte mir Angst. Sowas hatte ich noch nie erlebt. Als wir dann die Gangway hinuntergingen, überraschte uns ein Paparazzo, als Rita nach den nächsten Stufen suchte. So entstand dieses schreckliche Bild von ihr, das in 30 Sekunden um die Welt ging. Man führt ihr Verhalten auf Alkoholmissbrauch zurück. Jeder dachte, sie wäre betrunken gewesen, obwohl es erste Anzeichen von Alzheimer waren. Aber das kannte damals keiner. Ich habe mir Sorgen gemacht. Heute wissen wir, dass sie krank war. Oh, tragic third act. Ein tragischer dritter Akt. Man wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Die Urteile waren schnell gefällt. Sie war verloren. Für uns alle. She was lost. To all of us. Ihre Tochter Jasmin sieht die ersten Anzeichen einer Krankheit schon früher. Sie ist inzwischen die engste Vertraute ihrer Mutter. Ihr war bewusst, dass etwas mit ihr passierte. Als ich im College war, rief sie an, fragte mich was sie mich am Tag zuvor schon gefragt hat. Und ich sagte, Mom, das hast du mich gestern schon gefragt. So hat es angefangen. Sie hat auch manchmal ihre Freunde angerufen, mitten in der Nacht. Für manche Menschen mit Alzheimer wird die Nacht zum Tag und umgekehrt. Sie hat das dann immer weggelächelt, weggeschoben. Kind of laugh it off, like, oh, it's okay, or, just sort of slough it off. Innerhalb von wenigen Jahren ist Rita ohne ihre Tochter hilflos. Die Hollywood-Ikone trägt dazu bei, die Alzheimer-Demenz in den Fokus der Weltöffentlichkeit zu rücken. Ich glaube nicht, dass wir durch Ritas Alzheimer anders über sie denken. Sie wurde dadurch zu einer Art Heldin in der Öffentlichkeit, weil sie offen mit der Krankheit umging. Und das in einer Zeit, in der man noch nicht viel darüber wusste. Sie war eine Art Pionierin. Im Alter wird aus der schönsten Frau der Welt die erste prominente Alzheimer-Patientin. 1981 übernimmt ihre Tochter die Vormundschaft. Es ist eine schlimme Krankheit, die oft verschwiegen wird. Die Menschen leugnen sie. Das ist bis heute ein Problem. Jasmin klärt bis heute über die Krankheit auf. Ihre Wohnung am Central Park wird damals zu einem kleinen Hospital umgebaut. Rund um die Uhr wird Rita von ihr und einer Krankenschwester betreut. Bis zu ihrem Tod am 14. Mai 1987 in New York. Rita Hayworth stirbt mit 68 Jahren und kehrt zurück an den Ort ihrer größten Erfolge, nach Los Angeles.
Dort wird sie auf dem Holy Cross Cemetery beerdigt. Du hast sie hier beerdigt. Wie war das? Connie, it was an invited audience, so to speak. It was a small group. Es war eine kleine Gruppe geladener Gäste, knapp 100 Leute. Aber jeder, der dort war, spielte eine Rolle in Ritas Leben und ihre Wege hatten sich auf die ein oder andere Weise gekreuzt. Ich stand mit Glenn Ford da, der weinte und sagte, Bud, ich habe meine beste Freundin verloren. Es war ein bewegender, ein historischer Moment, in dem wir alle mit dem Segen von Präsident Reagan Abschied von der legendären Golden Goddess nahmen. Golden Goddess. Rita Hayworth. Rita Hayworth. Sie wollte nicht traurig in Erinnerung bleiben. Sie sagte oft, schreibt nichts Trauriges. She had a lot of guts. Sie hatte viel Mut. A lot of courage. Ich glaube nicht, dass sie das von sich dachte, aber sie war eine sehr starke Frau, trotz aller Widrigkeiten.